Helden und Heilige. Heute feiern wir das Fest aller Heiligen. Und viele verbinden das, was wir heute feiern, eigentlich mit dem, was wir morgen begehen, nämlich alle Seelen. Aber heute geht es nicht in erster Linie um das Gedenken an die Menschen, die gestorben sind, sondern um solche, die uns ein großes Vorbild sind im Glauben. Es gibt unzählig viele in der Kirche oder von der Kirche heilig gesprochene Menschen, wie man hier sieht. Aber es gibt auch viele mehr, die keinen offiziellen Heiligentitel haben und die trotzdem so ein Leben gelebt haben, der für uns, für viele vorbildlich war. Ja, und wie ist es heute? Welche Vorstellung von Heiligkeit haben wir eigentlich überhaupt? Klar, das ist beeindruckend, gell, die Heiligen, aber irgendwie denkt man sich halt schon, ach ja, das sind halt die Heiligen. Die sind wie so eine andere Kategorie von Menschen als wir Normalsterblichen so, gell? Ja. Aber ist das denn wirklich so? Tja, nicht ganz. Die Heiligen, die waren doch auch Menschen wie wir. Die hatten genau die gleiche menschliche Natur, wie wir das haben. Und weißt du, in jedem von uns steckt ein Heiliger und ein Verbrecher auch. Das sagt ja der Lacordaire einmal. Und um das eine oder das andere zu werden, braucht es nur, dass wir es wollen. Also wirklich ernstlich, zielbewusst und andauernd wollen. Es geht also darum, halt so ganz bewusst den Weg der Heiligkeit zu wählen, gell? Und dieser Weg, der kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen. Also es gibt ja so viele Heiligkeitswege, wie es Menschen gibt. Und die Schönstatt-Bewegung mit ihrer Spiritualität, die bietet eben auch einen originellen Weg der Heiligkeit an, so für heute. Das heißt, so ein Weg der Heiligkeit mitten im Alltag, also die Alltags- oder Werktagsheiligkeit. Das bedeutet, im Alltag immer Ausschau zu halten nach Gott, also ihn überall zu entdecken und mit ihm tief verbunden zu leben. Ja, und das heißt auch authentisch und ehrlich und im Vertrauen auf Gott bis in die alltäglichsten Aufgaben hinein, das mir Mögliche zu tun. Es ist einfach der Impuls, das Konkrete gut anzupacken. Ja, eine alltagstaugliche Heiligkeit ist es. Genau, das ist gut. Ja, und wir als Schönstädter Marienschwestern, wir sind ja dafür gegründet worden, also mit anderen Gruppierungen von Schönstatt zusammen, also die Seele oder das Herz oder so dieser innerste Kern der Schönstatt-Bewegung zu sein. Ja, und heute wollten wir euch ein paar Worte noch zu unserer Gemeinschaft sagen, weil doch immer wieder Fragen kommen. Und wir dachten, wir sagen heute ein bisschen was dazu. Und zwar, die Art unserer Gemeinschaft stellt eine echte Neuheit in der Kirchengeschichte dar. Wir sind nämlich kein Orden, wir sind ein Säkularinstitut. Und das ist eine neue Form, die überhaupt erst seit 1947 existiert. Davor gab es einfach keinen Platz für uns, obwohl wir 1926 gegründet wurden. Das stimmt. Das heißt, wir hatten die ersten 20 Jahre unserer Existenz gar keinen Platz in der Kirche. Interessant, gell? Ja, und das zu erklären, also Orden, Säkularinstitut und dieser Unterschied, das übe ich regelmäßig so bei meiner Verwandtschaft, wenn ich halt mal nach Hause komme und die lachen dann manchmal schon und sagen, ja, wir wissen, ihr seid ein Säkularinstitut, kein Orden. Also das haben sie schon gelernt. Ja, und der Unterschied ist eben, dass wir mitten in der Welt leben können. Wir haben keine Gelübde wie die Orden, sondern wir sind rechtlich einfach nur durch einen Vertrag an die Gemeinschaft gebunden und natürlich die Weihe an Gott. Und dass wir eben auch in Zivilkleidung gehen können. Ja, sowas. Ja, das war ja vor ein paar Wochen eine große Überraschung, als du dann mit deiner Story auf Instagram dich plötzlich in Zivilkleidung gezeigt hast. Da haben ja manche schon ein bisschen gestaunt. Ja, allerdings. Ich glaube, das war sehr überraschend halt auch für manche, gell? Ja. Da war ich eben auch in Zivil unterwegs. Ja, und deswegen dachten wir, heute ist mal eine gute Gelegenheit, ein wenig zu erzählen, wie das in unserer Gemeinschaft einfach so ist. Ein Sprichwort sagt ja, Kleider machen Leute. Und das stimmt schon. Ich denke, da ist was dran. Das, was man anzieht, was man anhat, das prägt einen auch. Deswegen ist uns als Säkularinstitut trotzdem auch die Tracht wichtig. Also mir geht es jedenfalls persönlich auch so, dass ich sie wirklich sehr gern trage. Aber wir bleiben natürlich trotzdem die gleichen Menschen, auch wenn wir andere Kleidung tragen.
Echt? Nein, es ist tatsächlich so, dass es von Anfang an gewollt war und geplant war, dass wir Schwestern sowohl in Tracht als auch in Zivil gehen können. Und als Säkularinstitut sind wir ja eine Gemeinschaft mit Mitgliedern, die entweder zusammen in einer größeren Gemeinschaft wohnen und leben können oder auch alleine irgendwo eine Wohnung haben können und einem ganz normalen bürgerlichen Beruf nachgehen können. Einfach, um mitten in der Welt wie Salz und Sauerteig zu wirken und das gesellschaftliche Leben mit dem christlichen Geist zu prägen. Mhm. Der Gedanke der Freiheit, der war immer eine starke Komponente bei uns. Das war unserem Gründer, Pater Kentenich, auch wirklich ein Herzensanliegen. Wir sollen anpassungsfähig sein und bleiben und so eben ganz flexibel die jeweilige Aufgabe erfüllen können, die wir haben. Und deswegen sind wir eben auch manchmal in Zivil. Es bietet sich an. Es gibt gute Gründe für beides, für die Tracht und auch für die Zivilkleidung. Es geht einfach darum, je nachdem, in welchem Setting wir sind, können wir eben leichter mit Menschen ins Gespräch kommen und können auch besser eine Beziehung aufbauen, wenn wir so ähnlich angezogen sind wie sie auch. Ja, sonst kann das schon mal so distanziert wirken vielleicht oder so, aber gleichzeitig kann die Tracht auch ein guter Aufhänger sein oder ein wunderbarer Anstoß eben auch für gute Gespräche. Es ist manchmal auch wirklich gut, wenn man uns erkennt. Und für uns persönlich ist es eben so, dass das Kleid uns auch prägt. Ja, wir werden ständig daran erinnert, wofür es uns gibt. Wenn wir uns selber und unsere Mitschwestern in diesem Kleid sehen, es prägt eben ein Lebensgefühl. Und, wisst ihr was auch noch? Diese Kleider sind echt nachhaltig. Genau. Sie sind gut gemacht und wir helfen damit unserer Umwelt. Ja, also so viel mal für heute dazu. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen in ein paar Besonderheiten unserer Gemeinschaft. Ihr könnt uns gerne schreiben, was ihr dazu denkt. Und wir wünschen euch alles Gute und viel Segen für euren persönlichen Heiligkeitsweg mitten im Alltag. Genau. Also, mach's gut. Tschüss.